Hallo liebe Zuschauer, ich habe ja schon in mehreren Filmen angedeutet, dass ich euch helfen möchte, ein Hobby zu kreieren, wenn ihr Langzeiturlauber oder Rentner seid. In dem einen Fall war es ja, dass ich mittwochs jetzt die Filmbeiträge von dem Michael reingebracht habe. Nicht um meinen Kanal jetzt mit anderen Themen aufzufrischen, sondern es war eigentlich daran gedacht, euch neue Ideen zu bringen für diejenigen, die längere Zeit, viele Monate im Ausland oder vielmehr hier in Thailand sind, um was Sinnvolles zu tun, was einen eben halt beschäftigt. Das ist nämlich das größte Problem, wenn ihr erstmal ein paar Monate hier zum Beispiel in Thailand seid und ihr habt nichts zu tun, nur immer an der Beach abhängen oder sonst irgendwo, das wird dann langweilig. Und da hatte ich euch ja vorgeschlagen, euch so ein paar Hobbyvorschläge zu bringen. Das war, wie gesagt, einmal das mit dem Michael. Das wird dann jetzt wohl nächste Woche auslaufen. Ich glaube, ich würde mit dem Michael einen eigenen Kanal machen oder vielmehr, dass er einen eigenen Kanal hat. Und eben halt, wie macht man YouTube-Filme? Hier kam mir die Idee, jeder hat ja eigentlich ein Handy und man filmt ja auch viel, dass ihr einfach YouTube benutzt als Datenspeicher, als Cloud, wie man auch heute schon so schön sagt, um anderen die Möglichkeit zu geben, eure Filme zu sehen, aber in dem Fall privat. Also ich befasse mich jetzt nur damit, dass ihr Filme hochlädt auf YouTube und ihr gebt den Link weiter an eure Kinder oder sonstigen und nur die können die Filme sehen. Und die können also auch länger angeschaut werden. Das heutige Thema soll eigentlich sein, euch zu helfen, wie könnt ihr eure Filme, die größer sind als 25 Megabyte, das ist ja bei meistens wie Facebook oder WhatsApp ist es aus, wenn man also 1 Minute oder 2 Minuten Filme macht, dann kann man die nicht mehr auf diese Plattformen hochladen und da bietet sich eigentlich die Plattform YouTube an, um die dort hochzuladen und ihr gebt dann praktisch euren Familienangehörigen, euren Freunden den Link zu eurem Film und sonst kann da keiner sehen. Und das ist relativ einfach und wir müssen einfach jetzt mal anfangen, einen YouTube-Kanal zu kreieren, wie man sich anmeldet. Das zeige ich euch, das ist aber in der Basis-Ausstattung. Ich kann das hier oben verlinken, da ist der Jan, da gucke ich auch immer, der macht super Vorschläge über YouTube. Also wenn ihr Fragen habt, die könnt ihr da oben eintragen bei dem Jan und der hat hundertprozentig dann auch dazu den entsprechenden Film. Hier geht es also wirklich nicht um den Feinschliff, wie ich es also auch mache bei meinen Filmen, sondern es geht nur darum, dass ihr eure Filme mit dem Handy macht und eben halt nach YouTube hochladet und andere können den sehen. Beim nächsten Film will ich es dann so machen, dass ich euch dann zeige, ja, wie filmt man, worauf hat man zu achten, das sind nur Kleinigkeiten. Und dann splitte ich meine Arbeit mit dem Frank, da könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, das ist ein Kollege von mir, ein YouTube-Kollege, der hat also auch schon über 10.000 Abonnenten und der macht alles mit dem Handy und mit einer Software. Und er hat mir versprochen, dass er auf seinem Kanal ein Tutorial macht, wie man das macht mit dem Schneiden. Dann geht also die eine Hälfte jetzt dann zum Frank rüber und der zeigt euch dann, wie es geht. Nach der Einleitung, also praktisch nächste Woche, dann fange ich dann an, mit meiner Ausrüstung euch zu zeigen, wie man filmt, wo man darauf zu achten hat. Und weiterführend kommen dann auch noch das Schneidprogramm, wo man beim Schneiden darauf achten muss, die Videogestaltung, die Übergänge, das kommt dann das nächste Mal. Jetzt kommt also nur einfach, wie melde ich mich bei YouTube an, dass ich Filme hochladen kann. Ja, hier sind wir auf meinem Kanal und oben rechts ist normalerweise, wenn ihr nicht angemeldet seid, anmelden. Dann kommt diese Anmeldemaske und Konto erstellen, da klickt ihr drauf und dann
für mich selbst, für mein Kind, für mich selbst natürlich in dem Fall. Dann gebt ihr euren Vornamen, Familiennamen ein und eure E-Mail-Adresse. Ihr könnt auch eine neue kreieren bei Google. Da besteht auch die Möglichkeit. Dann gebt ihr noch ein Passwort ein und dann bestätigt ihr das. Und dann geht es weiter. Hier gebt ihr eure Telefonnummer ein. Das ist, wenn ihr nicht mehr in euer Account reinkommt, damit ihr mit eurer Telefonnummer, da wird also eine Abfrage gestartet und dann ist auch die Telefonnummer für euch da drin, die ihr hinterlegt habt, oder eure E-Mail-Adresse. Das ist also nur dafür da, wenn mal was nicht funktioniert, um wieder ins Account reinzukommen. Dann gebt ihr noch euren Geburtsdaten ein und welchen Geschlecht. Ja, und hier klicken wir auf Express, personalisieren. Das ist nur ein Schritt. So, dann scrollt ihr einfach runter oder ihr lest euch das alles durch und bestätigen. Datenschutzbedingungen, ich stimme zu. Und dann ist eigentlich schon der Kanal drin. Oben rechts seht ihr auch dazu ein Symbol. So, jetzt müsst ihr das war ja nur die Anmeldung, jetzt müsst ihr den Kanal erstellen. Da gibt ihr dem Ganzen einen Namen. Da könnt ihr jetzt auf Bild hochladen klicken und dann sucht ihr euch ein Bild aus von euch selber. Dann wird das auch da reingebracht. So ist der Kanal eigentlich erstellt. Jetzt fehlt da oben nur noch euer Bildchen drin. Jetzt gehen wir noch zu den Grundeinstellungen. Da geht ihr oben rechts und dann geht ihr Konto wechseln. Da könnt ihr noch ein weiteres Konto hinzufügen. Zum Beispiel, wenn ihr ein ganz privates habt, ein Konto oder eins für die Allgemeinheit, für euren YouTube-Kanal. Ich habe in meinem Fall nur ein Konto. Und da könnt ihr da draufklicken, Kanal erstellen, da wird ein weiteres gemacht. So, und jetzt gehen wir Kanalnamen, geben wir da ein. Auf Erstellen klicken. Dann gehen wir nochmal oben rechts auf das Symbol und jetzt gehen wir ins YouTube Studio. Da klicken wir einfach auf Weiter und jetzt kommen so Hinweise dazu, zu den einzelnen Befehlen, die man da anklicken kann. Und da gehen wir auf Anpassen. So, jetzt kann man zum Beispiel, wenn man den öffentlich machen möchte, einen Trailer reinbringen. Da könnt ihr also ein kleines Video reinbringen, später mal, was jeder sehen kann von euch. Das wird immer angezeigt, wenn man auf euren Kanal geht. Und das sieht dann so aus. Darunter kann man dann verschiedene Playlisten reinbringen für die Zuschauer, wenn er offiziell ist. Aber das machen wir ja jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja jetzt einen privaten YouTube-Channel machen. So, was man noch jetzt ändern kann, das ist dann dieses Bild. Da könnt ihr zum Beispiel von euch ein Bild hochladen. Das ist also das Bild, was auch jeder sieht, der auf eurem Kanal kommt. Wenn die auf privat gestellt sind, die Videos, kann keiner diese sehen. Dann braucht ihr also keine Angst zu haben. Jetzt nur euer Bild wäre das in dem Fall.
Und auch das Banner kann man da reinbringen, wie das oben aussieht. Des Weiteren kann man hier unten ein Wasserzeichen reinbringen, das kommt unten rechts, da habe ich immer meinen Adler rein, damit man also erkennen kann, von wem ist denn jetzt dieses Video. So, jetzt kann man hier noch viele Einstellungen vornehmen. Da kann man hier zum Beispiel reinbringen, was ist der Hintergrund von eurem YouTube-Kanal. Hier, dann kommt das nämlich hier, Beschreibung, wir sind in Urlaub oder wir leben jetzt auf Thailand, bla bla bla. Das könnt ihr da eintragen. So, und jetzt gehen wir nochmal bei den Einstellungen. Für diejenigen, die irgendwann mal Geld damit verdienen wollen. Das ist ja nach 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime. Dann fängt es erst an, dass man Geld von YouTube bekommt. Da kann man also die Währung eintragen. Den Wohnsitz muss man dann eintragen, dass er in Deutschland ist. Hier kann man jetzt noch ein paar Keywörter zu eurem Kanal eintragen. Das ist zum Beispiel hier Test, Thailand, wo ihr seid. Aber das interessiert eigentlich niemand und das wird auch nachher keinem gezeigt, weil ihr ja auf Privat stehen wollt. Da kommt eine Erweiterung, da ist die Zielgruppe. Da könnt ihr das da unten auch einfach stehen lassen. So, und wenn Fluchwörter reinkommen, das kann man da oben anklicken, dass die automatisch ausgesondert werden. Und wie viele Abonnenten man im Kanal hat. Das kann man aber erstmal nachlesen. Was jetzt hier wichtig ist, das ist bei Verfügbarkeit der Funktionen, da klickt ihr drauf, dass ihr auch die Möglichkeit habt, über 15 Minuten lange Videos zu zeigen. Und auch die Templates, das sind die kleinen Bildchen, die ihr zuerst seht bei YouTube, könnt ihr selber kreieren. So, hier sind nochmal Grundeinstellungen, die immer wieder vorgeschlagen werden, wenn ihr einen Film hochgeladen habt. Da könnt ihr also jetzt hier schreiben, Oma und Opa in Thailand, und dann kommt das immer wieder unter euren Filmen drunter. Hier ist nochmal die Kategorie, da gibt es also ganz viele, da bietet sich ja hier Reise und Events, habe ich bei mir reingebracht. Was haben wir hier? Das ist also Sprachen kann man hier noch reinbringen. Da kann man ja hier zum Beispiel auf Deutsch stellen. Ja, wo haben wir denn Deutsch? Ja, nicht hier unten. Ah, da kommt es her. Da. Ja, und die Sprache. Und auch für den Untertitel ist das wichtig. Kommentare, also die reinkommen von euren Bekannten, da könnt ihr also alle Kommentare zulassen oder potenziell unangemessene Kommentare zur Überprüfung zurückhalten. Das wird dann automatisch von YouTube gemacht. Und alle Kommentare überprüfen, da habe ich zum Beispiel eingestellt, alle kommen erstmal bei mir auf den Tisch. Und ich lese die alle durch und gebe die dann frei, lösche die oder blockiere auch denjenigen, wenn er zu oft dumme Bemerkungen gemacht hat. Und Kommentare deaktivieren kann man auch anklicken. Ja, das war jetzt der erste Teil von dem Ganzen, und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wenn ich zum Beispiel was filme, wo ich dann so drauf achte beim Filmen, und weiterführend, wie es mit dem Schnitten geht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!